Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute alle da sind zur 7. Ausgabe der It Conversations-Reihe mit der Künstlerin Katharina Grosse. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind und vor allem gilt mein großer Dank Katharina Grosse, dass sie dieses Gespräch heute mit mir gemeinsam mit Ihnen, mit dem Publikum führen wird. Die In Conversations-Reihe findet an jedem ersten Samstag des Monats statt. Es ist eintrittsfrei, Sie müssen sich nicht anmelden und wir machen das durch großartige Förderung der Deutschen Bank und wir freuen uns auch sehr, dass wir diese 2025 auch weiterhin fortsetzen würden. Ja, was ich sagen kann ist, Katharina, du bist eine der wichtigsten Künstlerinnen der Gegenwart. Deine umfassende Einzelausstellung It Wasn't Us war hier 2020, 2021 im Hamburger Bahnhof der Nationalgalerie der Gegenwart zu sehen. Es war eine unglaubliche Ausstellung, die, glaube ich, vielen in Erinnerung geblieben ist. Sie war in der historischen Halle, führte hindurch durch das Nordtor bis hin zu den Riekhallen. Damals wussten wir noch gar nicht, ob diese Riekhallen erhalten bleiben würden. Und es vergeht eigentlich kaum ein Tag, an dem Besuchende uns nicht auf diese Ausstellung ansprechen. Das heißt, sie ist eigentlich, kann man sagen, Teil der Geschichte dieses Gebäudes geworden und ist auch wirklich, hat sich in dieses kollektive Gedächtnis eingeschrieben. Und das, obwohl sie nicht mehr präsent ist. Seit über 20 Jahren sind Einzelausstellungen von dir zu sehen. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen, aber nennen würde ich auf jeden Fall das Centre Pompidou in Metz. Da ist derzeit eine Ausstellung zu sehen bis Februar 2025. Im Kunstmuseum Bonn die permanente Installation in der Fondation Louis Vuitton in Paris, die Ausstellung im Albertina Museum, im Kunstmuseum Bern, in der Nationalgalerie in Prag und natürlich das wundervolle Projekt Rockaway gemeinsam mit dem MoMA PS1. Viele erinnern sich vielleicht auch noch an die Venedig-Biennale 2015 im Arsenale, damals noch unter Verantwortung von Okwui Wesor und die unglaubliche Arbeit Psyche Lustro, wie ich sie gerne deutsch-englisch ausspreche, über die wir heute bestimmt auch sprechen werden. Ja, Katharina Grosse und ich haben uns vor einer Woche in ihrem Atelier getroffen. Das ist ein unglaubliches Gebäude, das nicht weit hier entfernt ist. Das heißt, es gibt diese räumliche Nähe, es gibt diese Ausstellung von damals. Und ich fand es sehr spannend, weil wir saßen in diesem Raum, wo diese ganzen Bücher waren. Und auch du hast mir einige Bücher mitgegeben. Diese Bücher sind ja auch ein bisschen Dokument deiner Arbeit. Und ich habe mich reingelesen in die Arbeit. Und es gab ein Zitat von Basson-Brock, das besonders bei mir hängen geblieben ist. Basson-Brock sagte über dich: Grosse ist eine denkende Künstlerin in der Tradition von Duchamp, keine Malereipathetikerin. Sie gehört nicht zur Tradition der Malschweine wie Van Gogh oder Jackson Pollock. Kannst du diese Aussage nachvollziehen oder gibt es andere Künstlerinnen, die für dich einprägsam waren für dein Werk? Also, ich meine, hallo erstmal, schön Sie zu sehen. Und, Mathilda, danke für deine, Einführung und, Überlegungen zu dem, was mein Werk vielleicht ausmachen könnte. Und so ein Satz von Brock, kennzeichnet natürlich auch Brock ganz besonders deutlich. Ich finde ja, Van Gogh kein Mahlschwein, oder Pollock. Ne, ich denke, dass es so viele Einflüsse gibt, die die Arbeit bestimmen und diese Einflüsse wechseln auch ständig. Also natürlich sind das die Werke von Leuten, die jetzt gerade arbeiten. Das kann aber auch eine Performance sein, das kann eine Überlegung sein zu einem Filmschnitt, die mich interessiert, oder der Umgang mit Organisation von Musikstücken von einer Komponistin oder einem Komponist. Es kann aber auch sein, dass, also was mich sehr fasziniert, sind auch vielleicht strategische Überlegungen im Feldspiel, wie Trainer Fußballmannschaften organisieren, damit sie in der Antizipation ihrer Laufwege miteinander funktionieren. Also das räumliche Denken, das uns ständig bestimmt, also in der Spielform, in der eigenen Berufsform, in der täglichen Umgebung, welchen Weg nehme ich am besten zu meinem nächsten Arbeitsplatz oder Treffpunkt, wie navigiere ich so eine Stadt, ob mache ich das anders zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Diese Sachen sind für mich alle unheimlich interessant. Also jede Form der Musterentwicklung, ob die jetzt visuell ist, wie ich jetzt auf einer Fläche mit Farben umgehe oder vielleicht wie ich im Raum laufe und dann als Abfall das Bild male, als zweite Bewegung oder als dritte Bewegung. Und natürlich gibt es trotzdem künstlerische und also vor allen Dingen in der Malerei verwurzelte
Wege, die mich getragen haben bis jetzt und die immer wieder für mich wichtig sind, um die aufzusuchen. Also zum Beispiel ist auf jeden Fall für mich Freskomalerei eine ganz große Bereicherung. Also der zu begegnen, in die Räume zu gehen, die ausgemalt sind, nach Florenz zu fahren, in das Kloster San Marco, und dort in den Klosterzellen gibt es dann ein kleines Zimmer, ein Fenster, ein Bild und eine Tür. Ja, also sind so Grundelemente, die dann immer wieder für mich interessant sind zu besuchen und darüber nachzudenken, wie das miteinander funktioniert, dass ein gemaltes Bild auf eine architektonische, gefasste Umgebung eingreift und wie dieses Bild sich verhält zu dem, was ich aus dem Fenster sehen kann, was auch wieder ein Bild ist, und wie es sich dazu verhält, wie ich durch die Türe komme. Und das sind auch Dinge, die ich dann wieder nutzen kann, um meine Überlegungen zu vertiefen, wenn ich eingeladen werde, in einem Raum zu arbeiten. Du bist ja im Ruhrgebiet aufgewachsen. Ich glaube, die ganze Region hat dich in gewisser Weise bestimmt geprägt. Wie verhält es sich mit deinem Elternhaus? Kommst du aus einem künstlerischen Elternhaus? Ja, also nee, mein Vater, also das Elternhaus ist ja auch vielfältig und schillernd, nicht? Das sind ja nicht nur die Eltern, es sind die Geschwister, die Großeltern. Mein Vater war Linguist und daher gab es natürlich viel Bücher und es wurde auch Sprache. Die gesprochene Sprache im Elternhaus war eher komplex. Und gleichzeitig gab es aber das Ruhrgebietsdeutsch. Das gesprochene Ruhrgebietsdeutsch hat einen ganz anderen Klang, Ton, Wortwahl. Und meine Mutter hat gemalt und gezeichnet und große Radierungen gemacht, künstlerisches Werk geschaffen im Laufe ihres Lebens, hat aber nicht davon gelebt, als jemand, der dann in Galerien das eigene Geld verdient, hat aber trotzdem sehr viel ausgestellt und hatte parallel dazu natürlich den Haushalt und die Kinder. Und unser Großvater lebte bei uns, der war sehr interessiert an alten Sprachen. Also die Sprache, die Sprachlastigkeit in der Familie war schon groß, aber es gab überhaupt keine Berührungsangst mit Kultur. Also wir sind ganz natürlich als kleine Kinder auch ins Theater gegangen, ins Erwachsenentheater. Das war wahrscheinlich die größte Einflussquelle für mich, die am meisten noch Nachhall bei mir erzeugt. Also dieses 7 Jahre alt sein und sich fragen, ob jetzt Shylock wirklich das Fleisch aus der Brust rausschneidet, ja, im Kaufmann von Venedig. Als Kind hat man ja so eine ganz andere Wahrnehmung davon. Oder auch natürlich Pina Bausch war in Wuppertal, das haben wir ganz früh auch gesehen, und das hat mich auch unheimlich beschäftigt. Also dass da auf der Bühne Alltagsgegenstände sind, dass Wasser in die Luft geschmissen wird, dass aber trotzdem kleine organisierte Gruppen komplexe Tanzbewegungen zusammen machen, dass die Musik ständig wechselt in den Stücken. Und dann war Zadek in Bochum am Anfang und der hat in großen Fabrikhallen Johanna der Schlachthöfe gezeigt. Das war für uns große Erlebnisse, ne? Sowas zu sehen, oder die Aufführung von Hamlet in einer kleinen Fabrikhalle auf Stühlen, wo man dauernd aufstand und mitlief, oder dann Peimann nachher, also das Bochumer Theater war ja unheimlich interessant und ein total wichtiger Bestandteil der Stadt. Ich finde es auch interessant, dass du Pina Bausch erwähnst, weil deine Arbeiten sind ja schon, haben so ein ganz besonderes Moment, das ich auch in Verbindung zu Performance oder Theater sehen würde. Es gibt auf jeden Fall diese Theatralität, dieses Moment, dass das Publikum eigentlich sich selbst wie auf einer Bühne befindet. Du hast eigentlich wirklich diesen Raum um dich herum. Das Publikum wird eigentlich auch Teil der Kunst, indem es sich bewegt, manchmal geht, manchmal stehen bleibt, manchmal sich umguckt. Und deshalb finde ich es so spannend, dass du Pina Bausch erwähnst, weil Pina Bausch hat ja auch was Unglaubliches Alltägliches. Also ich finde, Pina Bausch ist auch so ein Beispiel dafür, dass sie das Alltägliche zur Kunstform erhoben hat durch diese Bewegung. Würdest du sagen, es gibt so ein Interesse an dem Alltäglichen in deiner Kunst? Also was mich besonders interessiert, ist die Direktheit. Das war auch bei Pina Bausch ganz stark. Also es gab ganz oft den Moment, wo jemand ganz vorne an die Bühne gegangen ist und direkt mit dem Publikum gesprochen hat und etwas ganz Persönliches erzählt hat. Also
so Wünsche, ich hätte gerne Blumen oder das und das ist mir passiert und das ist da und da gewesen. Und dann wird es oft auch witzig oder alltäglich und dann wird es plötzlich neurotisch und dann erfolgt eine Tanzbewegung, die total stilisiert ist. Also dass diese ganzen gleitenden Bewegungen durch diesen direkten Zugang zum Publikum dann wieder rausgezogen wurden auf die Bühne, dann wurden die fast wieder zurückgespielt, das fand ich ganz toll. Und ich habe mir immer gewünscht, dass ein Bild zu malen mir gelingen würde, das so ist, als ob einem so ein Ball ins Gesicht fliegt, dass es einem so nahe kommt in dem, was man sehen kann. Und dieses so hinübergleiten, also gar nicht zu merken, dass man schon im Werk drin ist, das hat mich dazu gebracht, also auch mir gar nicht überhaupt zu denken, dass es da eine Grenze gäbe, die irgendwas eindämmen könnte, sondern so ganz natürlich mit dem Malen in den Raum reinzugehen und dann dadurch auch das zu erwarten, wenn die Tür aufgeht und die Leute kommen rein, dass sie ebenso natürlich über das Bild drüber laufen, wie ich das gemacht habe, als ich gemalt habe. Es gibt dieses Basson-Brock-Zitat hat mir so gefallen, weil es dich als denkende Künstlerin beschreibt. Es liegt ja auch was sehr Visionäres und Denkendes in deiner Arbeit. Und es gibt dieses eine Zitat, das will mir einfach wirklich nicht aus dem Kopf heraus. Diese Vorstellung von Katharina Grosse, wie sie als Kind im Bett liegt und versucht, die Schatten wegzumalen. Und mir hat das so unglaublich gefallen, weil ich bin keine Künstlerin. Ich kann keine Schatten wegmalen, das geht einfach nicht. Aber ich finde, du hast es tatsächlich durch deine Kunst geschafft, solche Dinge auszuhebeln, wegzuhebeln. Und ich finde es so interessant, dass es diesen Moment schon so früh gab, weil es dein Denken so beschreibt. Und ist das im Prinzip ein Moment gewesen, der dein Werk maßgeblich beeinflusst hat? Oder gab es so einen Moment in deinem Leben, wo du wusstest, das ist jetzt eigentlich der Moment, wo sich das so aufbricht, was du in deiner Kunst machst? Ja, also diese Kindheitsanekdote, die hat ja nur Sinn bekommen für mich im Nachhinein, als ich das damals hatte als Kind, die Augen zu öffnen und dann erstmal alles zu übermalen, was Schatten ist als Spiel. Das fiel mir dann erst auf, als ich über meine Arbeit nachgedacht habe. Und es gibt ganz viele solche Dinge, wo plötzlich so die Fantasieebene als Kind anfängt, vital zu werden und auch was zu verdeutlichen, was in der Arbeit vorliegt. Denn das zum Beispiel ein Vorhaben zu entwickeln und zu malen und dann gleichzeitig zu wissen, was das dann bedeutet, das passiert ja so nicht. Ne? Das ist ja kein Illustrieren von vorgefasster Bedeutung, der Malprozess in meinem Fall, sondern das kommt sehr, sehr stark aus der Handlung der verschiedenen Elemente, ergibt sich dadurch ein Bildgefüge, in dem ganz viele Elemente auch unterschiedlicher Natur sein können. Das ist nicht nur die Farbe, die dann über etwas hinweggeht, sondern es sind auch die Dinge, die dann wiederum hineinstrahlen in das gemalte Bild. Und die Intuition, die Dinge so miteinander zu verweben, die kommt auch zustande aus einem gewissen Selbstbewusstsein einen richtigen Zugriff auf die Realität zu bekommen oder auch den Wunsch, durch Präsenz in dem Moment zu probieren, wie es sein könnte. Und dann erst ergibt sich im Betrachten oder im Hantieren mit den Dingen die Klarheit, wie es sein müsste. So wie wenn man kocht, man merkt, es schmeckt noch nicht richtig. So ähnlich ist das auch. Deshalb ist das dann im Nachhinein gucken, wie war das damals, als Kind hatte ich doch diese Ideen. Macht ja doch total Sinn, jetzt von heute drauf betrachtet. Und das macht es plötzlich so, als ob man die Zeit so umdrehen kann. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen. Also ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen mit einer Säge einen Ast abgesägt an einem Baum. Und das dauerte ziemlich lange. Die Säge war nicht so groß. Aber in dem Moment, wo ich da sägte, da gab es eben dieses Holz, Späne ab und die wehten dann so ein bisschen in die Nase und auch ins Gesicht. Und aus diesem Moment hatte ich plötzlich das Gefühl, ich würde etwas tun, was ich dachte, also was ich als Kind dachte, ich würde gern mal als Erwachsener tun. Ich weiß nicht, ob Sie das nachvollziehen können. Und plötzlich dreht sich dadurch die Zeit um. Und das ist so ein bisschen beim Malen auch. Also das Bildermalen ist ja kein von vorne nach hinten gehen und dann hat man das Bild, das fängt hier an und hört da auf und das geht konsequent in der Zeitfolge durch, linear, sondern das Bild ist wirklich ein Cluster. Das ist also ein Übereinanderlegen von vielen verschiedenen Vorgängen und die sind alle gleichzeitig da.
Und ich kann dann als jemand, der das anschaut, entscheiden, was ich sehen möchte. Ob ich die ersten Scribble noch durchscheinen sehe oder ob ich nur die Oberfläche sehe. Und ich kann es eigentlich nicht so richtig, also fast wie wenn man in einem Stück Vorgarten oder wie auch immer so ins Gras greift und rausreißt und unten drunter sind dann die ganzen Würmer und auch noch das Erdreich und hat es so in der Hand, alles gleichzeitig. Ne? Das, was nach oben wächst, das, was nach unten wächst. Und das ist so ein ganz bestimmtes Verhältnis zur Zeit, ja, dass man dann sich eintrainiert oder angewöhnt beim Malen oder auch als jemand, der sich Malerei anschaut. Und deshalb diese Frage nach, wie erinnerst du das nicht mit diesem, so dass man plötzlich durch das Erinnern so eine Art Technik entwickelt, immer hin und her zu gehen, ja, zwischen der Gegenwart und dem Rückblick und auch dem Vorblick, ja, dem Entwurf, der Vorstellung, wie könnte es aussehen, was könnte ich machen, was könnte das nächste Projekt sein. Ja, ich finde das sehr beeindruckend mit dieser Gleichzeitigkeit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und es führt eigentlich auch zu dieser Auseinandersetzung damit, dass es gibt nicht dieses Narrativ, was ich unglaublich verlockend finde, weil wir Menschen sind ja auch sehr darauf aus, im Prinzip so eine eigene Geschichte zu haben. Ne? Es gibt immer das eine, das ist eine Folge von dem und so erzählen wir auch Geschichtsschreibung. Aber es gibt natürlich auch die Vision davon, einfach so zwischen den Zeiten zu pendeln und zu sagen, unsere Menschheit ist ja eigentlich so groß, dass wir vielleicht auf die Steinzeit zurückgehen, gar nicht unbedingt auf die letzten 100 Jahre und dass man so eine Gleichzeitigkeit erzeugt von Ebenen. Und ich finde, das ist sehr präsent in deiner Kunst. Und was ich auch spannend fand, war eigentlich dein Satz, dass du gesagt hast, das portable Bild zum Beispiel, dass es einfach dieses Bild gibt, das wir mitnehmen, dass es eigentlich eine sehr junge Erfahrung ist, nämlich auf diese ganze Geschichte zurückgeblickt. Gibt es bestimmte Epochen, die dich reizen? Künstlerische Epochen? Ja, also je nachdem, alles. So, es gibt ganz viel, was ich auch nicht kenne. Also ich würde unheimlich gerne noch viel, viel mehr Orte besuchen, wo es sowas wie Felsmalerei oder ganz wirklich schwer vorstellbar, weit entfernt liegende visuelle Mitteilungen gibt. Also ich habe im letzten Jahr eine Reise gemacht. Ich bin ja auch oft in Neuseeland, weil meine Partnerin dort lebt und wir da oft Zeit verbringen im Winter. Und da habe ich eine Reise gemacht zu alten Steinzeitzeichnungen und auch Zeichnungen, die noch nicht so alt sind. Also die Mauri-Steinmalerei ist nicht sehr gut erhalten. Und das unheimlich interessant war, die Umgebung der Höhlen zu studieren. Also nicht nur die Beziehung der Zeichnungen zu den Oberflächen zu haben, die sehr, sehr uneben sind und es war auch nicht einfach dahin zu kommen. Aber wenn man dann in der Höhle war, hatte man einen Blick ums Gelände und auch das hatte so einen unheimlich großen Einfluss auf die Wahrnehmung der Arbeit. Also da würde ich unheimlich gerne viel, viel mehr noch anschauen oder eben auch nach Afrika gehen, diese ganz, ganz alten Zeichnungen sehen. Das würde mich total interessieren. Also das ist etwas, was ich nicht kenne und jetzt, wo du fragst, zeitgebunden, ist ja auch sehr schwer vorstellbar, Ja. nicht, wenn was 100.000 Jahre alt ist. Und ich meine, ich bin 63, ist das Verhältnis schon sehr ungleich, ja? In die Rückbesinnung. Ja, klar. Aber natürlich auch gibt es immer wieder, so wie wenn man in die Bibliothek geht und ein Buch wieder anguckt oder liest. Also ich gehe unheimlich gerne und gucke mir die Arbeit von Edvard Munch an. Das ist eine wichtige Arbeit für mich, immer gewesen, auch als Studierende. Ich bin dann auch nach Norwegen gefahren und habe mir angeschaut, wie kommt das, dass die Schatten violett sind in Munchs Bildern, nicht? Warum ist das da so? Und bin da hingereist und habe mir die Umgebung, die Landschaft, die Ateliers von ihm angeschaut. Das ist so vielleicht eine Ausnahme, wo ich so ganz ausgiebig studiert habe, wie die Arbeit von ihm sich vielleicht ereignet haben könnte, weil sie sehr ereignisreich ist, sie fast geworfen ist auf die Leinwand, mitten aufgehört, die Bilder sind fast nicht, sie haben so die größtmögliche Wenigkeit, ja, um Zusammenhang herzustellen auf dem Bild. Die haben unheimliche Vehemenz, das hat mir unheimlich emotional sehr gefallen. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Arbeit für mich. Aber ich finde auch Dinge, die schwer für mich lesbar sind, so unheimlich faszinierend. Also zum Beispiel die Arbeit von Pierre Ig in der Dogana, die in Venedig war. Das fand ich total faszinierend. Also mit welcher Unnachgiebigkeit jedes Detail bis zum Schluss, also den Raum irgendwie fast im Griff hat und dadurch auch mich. Also das hat mich sehr beschäftigt.
Bevor wir später noch so auf Natur und Kultur kommen, weil hier kommt gleich ein großartiges Bild, nämlich das Bett 2004. Es dauert noch ein bisschen, man sieht im Prinzip im Hintergrund in der Präsentation so den Werdegang von Katharina Grosse, wo man auch einfach sieht, was in den über 20 Jahren eigentlich passiert ist. Und 2004 das Bett, da bin ich wieder bei diesem Moment im Bett liegen, dieses Visionieren, dieses Werk. Da hast du ja im Prinzip dein eigenes Bett in Düsseldorf besprayt. Was war das für ein Wendepunkt? Wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen, das zu tun? Ja, also diese Arbeit war sicher so ein ganz wichtiger, einschneidender Moment in meinem Leben auch, also nicht nur in dem, wie ich meine Arbeit aufgefasst habe und selbst verstanden habe. Ich war sehr unzufrieden, ich wusste aber nicht genau, woher die kommt, die Unzufriedenheit. Also ich war gestresst, glaube ich auch, ich hatte sehr viele Ausstellungen vor Ort, musste überall hinfahren und ich hatte aber auch das Gefühl, es fehlt was. Also ich hatte das Gefühl, es gibt ein Defizit. Und ich konnte mir das nicht erklären, also nicht konzeptuell, nicht durch inneres Dialogisieren, ja, sondern und dann habe ich mich gefragt, was würde ich am liebsten machen? Was wäre das Richtige jetzt? Und da dachte ich, eine kleine Ausstellung, die nicht in einer Institution ist, vielleicht zum Beispiel bei mir zu Hause. Also erst dachte ich, ich überspraye das Büro und dann dachte ich, das geht nicht, das ist dem Team gegenüber zu offensiv. Und dann habe ich mich entschlossen, mein Schlafzimmer zu übermalen. Und ich malte eben ich lebte in 2 Städten, also Berlin und Düsseldorf, hatte 2 solche Wohnungen, sehr, sehr kleine Wohnungen mit wenig, also das Schlafzimmer war der einzige Raum, in dem meine Dinge waren. Und das Interessante ist, bei dem Entschluss gab es überhaupt keine Debatte, ist es richtig oder falsch, sondern ich war mir total sicher, das muss so sein. Und das ist ganz, ganz interessant, dass es manchmal solche Arbeiten gibt, wo man vollkommen sicher ist. Das ist eben fast so wie sich verlieben. Also es gibt dann nicht die Frage, ist die Person vielleicht zu dünn oder zu viel lange Haare oder ist sie vielleicht dann doch nicht dieselben Sachen wie ich. Wenn man so verliebt ist, da gibt es diese Debatte nicht. Es gibt die kompromisslose Zuwendung, die ohne so, wie sagt man, dialektische Prinzipien gesteuert ist. Und das war da auch so. Und als es dann übermalt war, oder ich wollte auch herausfinden, wie das ist, etwas zu übermalen, was aus Gegenständen besteht, die erzählerisch sind. Also das Bett ist natürlich eine große Geschichte, jeder kennt es. Passiert da so viel. Es ist der Ort der Träume, der Imagination. Man ist parallel zum Boden, man steht nicht senkrecht auf dem Erdballoberfläche. Es ist ein anderes Raumgefühl da. Es gibt viele private Dinge, die da in dem Zimmer auch sind, die vielleicht auch einfach fallen gelassen werden. Bücher, Musik, Bilder, Anziehsachen und alle diese Dinge waren erzählerisch plötzlich präsent und sprechend. Die waren Mitspielende in dieser Bildlichkeit. Und das hatte ich vorher komplett ausgeschlossen. Also ich kam in meinem Denken und in meinem Entwickeln der Arbeit bis dahin, bis zu dem Zeitpunkt, aus einer Tradition auch der radikalen Malerei, die also nur sagt, es gibt die Oberfläche, es gibt die Farbe und das Auftragsmittel, also Pinsel oder in meinem Fall war es ja die Spraypistole. Aber es gibt eigentlich nichts dazwischen. Es wird mit ganz einfachen Grundvoraussetzungen versucht, etwas zu sagen zum Bild. Was kann das Bild heute sein? Und deshalb war das für mich so ein großer Schritt, plötzlich zu erfahren, dass meine Arbeit so wie durchbohrt werden kann, auch von dem, was mein Leben bestimmt. Und dass die beiden Sachen gleichzeitig auftreten können in diesem sehr, sehr privaten Raum. Und dann habe ich das sofort auch angewandt in Ausstellungen. Also die nächste Ausstellung hatte auf jeden Fall ein Bett drin und Gegenstände, Bücher, Anziehsachen. Und ich fing an, das zu inszenieren. Also während die Vereinbarung mit mir selbst bei dem Schlafzimmer war natürlich, ich lasse es so, wie es ist. Also ich komme wieder zurück in die Stadt, übermale es und dann habe ich das fotografieren lassen und es 3 Leuten gezeigt, glaube ich. Sonst hat das niemand gesehen. Und die Person, mit der ich damals zusammen in der Wohnung lebte, die auch etwas erschrocken war über die Arbeit. Aber die Inszenierung, die daraus folgte, also mit meiner eigenen Arbeit inszenierter, theatralischer und auch exponierter umzugehen, die kam auch vor allen Dingen aus dieser Arbeit. Nicht? Also du hast es ja vorhin angesprochen, wie kommst du eigentlich zu dieser Theatralität?
Und das Bewusstsein, dass eine Ausstellung was anderes ist als das Malen im Atelier, das hatte ich auch sehr, sehr früh. Also dass das Arbeiten im Atelier vollkommen andere Arbeitsbedingungen, Sehbedingungen, Diskussionsbedingungen mit sich bringt und dann aber zu sagen, eine Ausstellung ist wirklich eine Show. Also es ist eigentlich fast eine Art Festival, das Exponieren auch des Denkens über die Arbeit gehört mit da rein. Ja, dieser Moment dieser Inszenierung, da musste ich selber auch ein bisschen schmunzeln. Bei dieser Ausstellung It Wasn't Us im Hamburger Bahnhof der Nationalgalerie der Gegenwart, da gab es die Anweisung von Katharina Grosser, auch den Rasen frisch zu halten, weil so diese gewisse, also das merke ich so, diese Manipulation, es ist eine Inszenierung, es ist nicht diese Natürlichkeit, die ist Teil dessen, was du tust. Und was da auch so interessant ist, ist eigentlich, dass bestimmte Dinge auch ausgelassen werden. Das heißt, es gibt immer Referenzen zum Ausstellungsdispositiv. Also man sieht zum Beispiel, es ist ein Museumsgebäude. Du hast zum Beispiel die Laternen nicht besprayt. Es gibt Auslassungen, es gibt Sachen, die du zeigst, es gibt Sachen, die du nicht zeigst. Und vielleicht etwas Persönliches. Es war eine der ersten Ausstellungen, die ich damals gesehen habe in Zeiten der Corona-Pandemie. Und es war ja, da kommen wir eigentlich auch wieder zu diesem alltäglichen, zu diesem eigentlich privaten Bereich des Betts. Es war ja eigentlich ein Moment, in dem wir sehr eingegrenzt waren, in dem unsere eigene Grenze, diese Privatheit im Alltäglichen immens spürbar war. Es ist so, dass wir seit vielen Jahren über die Freiheit, über diesen Freiheitsbegriff debattieren. Das ist natürlich nicht umsonst. Und ich weiß noch, dieser Moment, diese Ausstellung hier zu sehen und dieses unglaubliche Gefühl der Freiheit. Also ich meinte schon, wir Erwachsene neigen nicht dazu, irgendwie loszurennen, aber wenn du in dieser Arbeit von Katharina Grosse bist, dann bist du wie auf dieser Bühne, wie in diesem Feld und das war ein unglaubliches Gefühl. Das war was Unglaubliches, was es mit einem gemacht hat. Und ich glaube auch, das ist der Grund, warum viele sich an diese Ausstellung erinnern, weil sie kam auch zu einem sehr besonderen Moment und das, was du gemacht hast, nämlich, dass du wirklich reingegangen bist in den Außenraum, dass du das Innenraum, den Außenraum, diese Bühne, diese Geräusche der Vögel, das war eigentlich zu diesem Zeitpunkt genau das, was uns alle bewegt hat. Dieser Titel, It Wasn't Us, ich war es eigentlich nicht, ist ja eigentlich auch ganz interessant, auch vor diesem Hintergrund der Corona-Pandemie. Kannst du so ein bisschen mit diesen Begriffen Verantwortung, Freiheit, Autonomie, kannst du dazu irgendwelche Verbindungen herstellen? Ja, also auf jeden Fall ist ja die Ausstellung was das eine und der Titel was anderes. Also ich benutze für die Ausstellung oft Titel und manchmal sind die Titel sogar fast wie eine ganz andere Türe in ein anderes Gedankenfeld. Und bei It Wasn't Us hat mir so gut gefallen, dass es etwas sagen kann, was wir alle schon mal gesagt haben. Also das ist kein Titel, der deskriptiv ist oder der einen Begriff einführt, der philosophisch vielleicht die Arbeit erhält, sondern dieses ach, ich war es nicht oder es kann ja auch heißen, nee, wir waren das nicht, wir waren nicht da, ihr habt uns verwechselt mit was anderem oder also es ist so etwas, was jeder von uns schon mal gesagt hat, also wo eine gewisse Sprecherfahrung oder Benutzererfahrung da ist und die Vielschichtigkeit dieser Aussage, wir waren es nicht oder es hat nichts mit uns zu tun oder wir sind nicht gemeint, das kann jeder dann vertiefen, das hat mir gefallen. Und dann war natürlich die Gemengelage sehr komplex, also die Riekhallen waren zur Diskussion, die Pandemie, was wir ja auch nicht wussten, als wir die Ausstellung planten, war in vollem Swing und dadurch entstand für uns also eine unglaublich interessante Situation. Wir hatten sehr, sehr viel Aufbauzeit. Und das Atelier ist ja da vorne, konnten dann hier mit dem Team hierher kommen und in Ruhe mit viel, viel mehr Zeit die Ausstellung einrichten, übermalen, diskutieren. Und das hat auch, es gab so eine Freiheit von vielen Bedrängnissen, die sonst existieren in solchen Situationen. Und ich muss auch noch hier erwähnen, so eine Ausstellung ist gar nicht möglich ohne die Hingabe und die wirklich kongeniale Zusammenarbeit im Team. Also von der Leitung des Studios über die Mitarbeitenden, die dann hier jeden Tag mit mir zusammengearbeitet haben. Auch die große Werkstatt, die die Teile geschnitten hat mit uns zusammen. Also dann das Museumsteam natürlich auch. Es war ja alles auch leer. Wir kriegten dann so eine kleine Tüte mit Essen vor die Türe gestellt vorne. Das konnten wir draußen essen mittags und dann haben wir weitergearbeitet. Also das war ganz, ganz toll.
Und dann war für uns natürlich auch ganz neu, dass wir die Türe hinten aufmachen konnten und den ganzen hinteren Bereich hinzunehmen konnten. Und bei dieser Erfahrung stellte sich für alle plötzlich die Klarheit ein, es ist gar kein hinter dem Museum, sondern ein eigener Stadtteil entsteht dort mit den Anrainern und den Leuten, die da leben. Und da haben wir plötzlich auch eine neue Erfahrung gehabt, was der Raum dort ist. Auch mit den Kunstwerken, die da ja drin sind, was ich ganz toll finde, dieser Käfig von Bruce Nauman zum Beispiel oder die kleine Arbeit von Urs Fischer mit der einstürzenden Mauer. Sind ja auch Arbeiten, die dann Teil wurden von mir. Also diese Gleichzeitigkeit der Architektur, der Benutzbarkeit der Autostraße, der Anrainer, die dann in die Tiefgarage fahren. Ja? Also es gab so viele Elemente, die die Arbeit mit hergestellt haben. Man muss ja durchaus sagen, dass es auch Widersprüche in deinem Werk gibt oder in deiner Person. Ich finde, man muss die auf jeden Fall erwähnen, weil diese Werke wirken ja immer sehr, es gibt ja diese Spontanität, wenn man es sieht, diese leidenschaftliche Nutzung der Farbe, aber du hast es selber schon angesprochen, du hast ein ganzes Team. Es ist eine unglaubliche Vorbereitungszeit, die da einhergeht. Du trägst diese Maske, du hast diese Schutzkleidung. Wenn du das machst, braucht es auch immer Personen, die das halten. Also ich finde es immer auch interessant, die Texte, die man über dein Werk liest, sind immer sehr, kennzeichnen sich durch diese Leidenschaft und diese Erfahrung, die das ja auch macht. Aber dieser ganze Prozess dahinter ist ja wirklich, ist geplant mit einem ganzen Team, das du führst. Und das ist ja im Prinzip kein Pinsel, den du dort benutzt, sondern du arbeitest wirklich mit einer Gerätschaft. Und was ich ganz interessant dabei finde, ist, dass du dir aber dennoch so Momente der Spontanität lässt. Also wie viel Raum hast du denn eigentlich, Dinge weiterzuentwickeln vor Ort? Oder ist es, das Konzept steht und dann realisierst du es dann zum Beispiel im Hamburger Bahnhof? Oder gibt es so kleine Änderungen, die du noch vornimmst? Ja, also was total interessant ist, aber ich denke, dass ihr das auch alle kennt, dass manchmal ein ganz kleines Detail unheimlich viel bewirken kann. Also, naja, die ganze Malerei ist ja vor Ort entwickelt, aber kommt gleichzeitig auch aus einer Praxis, die ja auch nicht von heute auf morgen ganz anders aussieht. Also das Verhältnis zwischen Planung und dessen, was man immer wiederholt und immer wieder macht, aber deshalb nicht geplant werden muss, und die Dinge, wo man abweicht aus der eigenen Planung. Und dann gibt es auch Dinge, die nicht funktionieren, weil plötzlich sich Widerstand aufbaut. Also entweder weil plötzlich geht was nicht oder es gibt irgendwie eine Unwucht im Team oder ich merke auch selber, ich kann das so nicht machen, wie ich dachte. Also es gibt ganz viele Dinge, die viel weniger vorhersehbar sind, als man das so vielleicht denkt im ersten Moment, nicht? Aber die liegen dann vielleicht manchmal auf so Zwischenebenen, weil auf der Oberfläche sieht es so aus wie ein Modell. Ja, so, aber ich denke ja immer, die Arbeit fängt schon immer an, wenn man entwirft und das Modell macht und dann verändert sich was und dann arbeitet man wieder da und dann kriegt man hier aber eine Regel, die man nicht überschreiten darf, die aber dann an der anderen Stelle eine Grenze öffnet, die man vorher hatte. Also das ist nicht nur erst in der Realisierung vor Ort, dass die Arbeit entsteht. Die entsteht schon in dem ersten Gespräch in dem Fall war das Udo Kittelmann mit dem Kurator, der gesagt hat, ich hätte da eine Idee, wie wäre denn das? Und dann habe ich dann erstmal ein Modell gemacht, das war ganz, ganz grob. Also das war vielleicht 1:200 und so ein Brocken, den hatte ich dann da so reingeworfen in so einen Grundriss. Und dann gibt es eben so Stadien in der Detaillierung und wenn die vorbei sind, gibt es wieder ein zweites Stadium und da passiert auch ganz viel. Also es ist nie so, dass es ein Konzept gibt und so wird das dann. Nicht? Also das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Punkt in meiner Arbeit, dass es eine Mischung ist aus sich überlegen und vereinbaren und dann doch mit der Hand und mit dem Denken es machen und dadurch kommt etwas dabei raus, was man so nicht ganz genau gedacht hat. Und dann wird dadurch eine neue Basis geschaffen, die bestimmte Voraussetzungen, die man hier noch hatte, im Grunde genommen auslöscht. Ja, also Prinzipien, an die man glaubte, sind hier nicht mehr gültig. Und so geht das von Mal zu Mal zu Mal. Und das macht auch so Spaß. Deshalb ist das Arbeiten, das Entwickeln dieser Arbeit auch so interessant. Und welche Rolle spielt, ich muss die Frage einfach stellen, Größe in deinem Werk?
Ja, eine große Rolle, weil also ich ja nicht nur über die Größe denke, sondern ich denke vor allen Dingen über die Skalierung nach, also über die Größenverhältnisse, über die Fähigkeit von einer kleinen, sehr detaillierten Situation zu kommen, in der ich selber groß wirke und dann mich umzudrehen und meine Größe schrumpft plötzlich gegenüber etwas anderem. Und wenn ich rausgehe aus dem Haus, habe ich natürlich das Stadtbild vor mir und da ist das Bild gar nichts. Nicht? Also die Fähigkeit mit der individuellen Gestik, sich zu verhalten, mit dem Bewegen des eigenen Körpers in der Stadt, schrumpft ja auch meine Möglichkeiten total. Und gleichzeitig ist aber die imaginative Dimension der Arbeit wiederum groß. Ja, also wie wenn jetzt jemand auf der Bühne steht und mit dem Finger deutet und die Fähigkeit zu deuten verlängert die Energie bis in die letzte Ecke des Bühnenraums. So ähnlich müsste man sich das auch vorstellen. Also ich hantiere ständig mit der Größe des Dings, der Fähigkeit, diese Größe zu potenzieren durch Imagination und dann eben durch ständiges Wechseln der Größenverhältnisse. Und ich finde auch das toll, nach so einer sehr, sehr großen, und das ist ja auch tatsächlich größenverhältnismäßig eine große Arbeit gewesen, im Hamburger Bahnhof dann ins Atelier zu gehen und auf kleinen Flächen was zu probieren. Also zu schrumpfen, die Fähigkeiten zu komprimieren. Ist fast so, wie als ob man einen Koffer packt und zu viel reintut. Nicht? Also wenn man dann eine Leinwand hat, die dann dieses Endgültige nicht besitzt, immer wieder übermalt werden kann innerhalb von Wochen und Wochen und Wochen. Gibt es einen Raum oder ein Projekt, das dich reizen würde, was du gerne machen würdest in den nächsten Jahren, wenn du es dir aussuchen dürftest? Also da denke ich eigentlich nie dran, ob ich was gerne machen würde, was ich jetzt nicht mache. Vielleicht auch durch deine Reisen? Also ich würde unheimlich gerne, ich wäre gern hellsichtig. Das wäre, glaube ich, eine Fähigkeit, die ich mir wünschen würde. Das wäre ein Projekt. Ja. Ich würde es ganz gerne öffnen, oder? Zu diesem Zeitpunkt, weil ich das eigentlich das ist uns auch immer ein großes Anliegen, dass es auch ein Publikumsgespräch ist. Und ich habe noch viele Fragen, aber vielleicht haben Sie ja auch Fragen. Es gibt auf jeden Fall auch ein Saalmikrofon. Ich habe mehrere Ausstellungen von Ihnen gesehen, auch die hier im Hamburger Bahnhof und jetzt in Bonn. Mich würde mehr interessieren mal, was Sie für ein Verhältnis zur Farbe haben. Meiner Beobachtung nach sind es relativ wenige Farben, die aber interessanterweise immer in tollen Konstellationen zusammenkommen. Darüber haben Sie im Augenblick noch nicht so viel gesagt. Das würde mich mal interessieren, das Grundverhältnis zur Farbe. Ja, also das ist mein Rohmaterial. Und das Material oder das ist das Medium, was meine ganze Entwicklung durch immer wieder das Zentrum meiner Arbeit war. Ob ich jetzt im ersten Jahr studiert habe oder bevor ich überhaupt gedacht habe, ich würde Malerin, war für mich Farbe, da hatte ich den größten Zugang dazu. Und mein Verhältnis zur Farbe ist das, dass es die direkteste Verbindung ist visuell, die ich haben kann. Also wie wenn eine Stimme erklingt oder so etwas. Also da gehe ich, bevor ich schon in der Diskussion bin, resoniere ich sofort auf Farbe. Also das ist so direkt, dass ich auch deshalb denke, dass solche Überlegungen wie haben Farbe zueinander ein Verhältnis für mich keine Rolle spielen. Also kein Verhältnis, wie wir es kennen aus den Überlegungen von Albers oder im Impressionismus, ja, wo also Kenntnisse und Theorien zu bestimmten Verhältnissen von Gelb, Rot, Grün, Blautönen geführt haben, die dann bestimmte Dinge räumlich können. Das ist für mich von absolut sekundärer Bedeutung. Für mich ist die Farbe interessant als energetisches Medium der Gleichzeitigkeit und deshalb ist auch das Verschließen, das gleichzeitig Zeigen von Farbe, von 5 oder 6 Grundfarben könnte man fast sagen und deren Warm- und Kaltablegern, also diese Gleichzeitigkeit der Farbe, wie als ob man ein Stromkabel zusammendreht. Diese Form des gleichzeitig Auftretens von Farbe interessiert mich. Und dadurch spielt deshalb der Valeur oder die Ortsfarbigkeit oder auch die Komplementärfarbigkeit, was wir so traditionell aus Farbtheorie oder auch Farbmalerei kennen, bis ungefähr zu den 60er Jahren überhaupt keine Rolle.
Was aber nicht heißt, dass das für mich nicht interessant war. Aber, und daher gibt es auch keine ästhetische Entscheidungskraft, zu sagen, es ist schöner oder weniger schön oder richtiger oder falscher, weil ich die Farbe eher als Präsenzmedium benutze, also als Zeigen von hier, das ist jetzt da. Und ich finde eben, das ist auch die Farbe ist ja nicht das einzige Element, was in meiner Bildform oder in den verschiedenen Bildformen, die ich entwickle, eine wichtige Rolle spielt. Aber die Farbe ist sicherlich das erste Element, mit dem ich in Kontakt komme, wenn ich auch mich mit der Arbeit beschäftige. Und dadurch bin ich da schon so engagiert oder so hineingewoben emotional, dass ich gar nicht erst anfange zu theoretisieren oder ein Buch oder einen kleinen Wandtext zu lesen. Also ich werde schon in die Arbeit hineingezogen durch die Farbe. Also ist auch die erste, ich finde es so faszinierend, auch die erste Oberfläche, die zu mir spricht. Also intuitiv ist es dann? Ja, nicht nur, aber weil es viele, viele Dinge gibt, die zu einem Bild führen, ja, viele Überlegungen, aber es ist auf jeden Fall denkend, nicht? Es ist kein Prinzip, es gibt keine Ideologie, die mich Farbe so und so benutzen lässt. Es gibt auch keine Bedeutungsbefrachtung. Das sind ja alles Dinge, von denen ich mich mit der Arbeit ganz entschieden wegbewege. Also ich bewege mich in einem vorsprachlichen Bereich, der zum Bild führt, in dem eben auch kein Wort oder die Abbildung oder die Fotografie oder die Replik, die wiedererkennbare Replik eine Rolle spielt. Also für mich ist Farbe auch aus einem anderen Grund unheimlich wichtig, weil sie so eine hohe Unabhängigkeit von der Oberfläche besitzt. Und auch von der Örtlichkeit. Also die Farbe kann überall auftreten und kann sich auch über den Ort hinwegsetzen. Also der Ort besteht trotz der Farbe. Also wenn ich jetzt diesen Tisch hier rot anmale, ist trotzdem das Tischchen noch durchscheinend, aber durch das Rot bekommt aber der Tisch natürlich eine andere Wendung. Oder ich würde eine Zitrone grün malen oder blau. Dann werde ich konfrontiert mit diesem Paradoxon, ja, mit dem hohen Abstraktionswert, der hohen Ungebundenheit von Farbe, was Bedeutung und Referenz angeht. Und gleichzeitig sehe ich aber einen Gegenstand durch. Und das ist paradox, das ist fast nicht aufzulösen. Und diese Form des Paradoxen ist für mich unheimlich wichtig. Das kann ich ganz besonders stark mit Farbe auch erreichen. Deshalb war auch das Sprechen von Mathilda eben über das Bett so ein wichtiger Moment, weil ich da angefangen habe zu verstehen, dass die Farbe die Gegenstände nicht vernichtet, sondern eher noch in ihrer Wendung neu definiert. Und die Definition aber immer wieder wechselt. Ich habe mal eine Frage zur Musik. Du machst ja auch Musik. Also in deinen Ausstellungen gibt es auch hin und wieder so Performances mit Stefan Schneider zum Beispiel. Inwieweit, weil du auch vom Raum sprichst, von der Farbe und Raum und Musik geht ja auch in den Raum, resoniert die Musik mit den Farben? Gibt es da eine Synästhesie? Nee, also ich habe keine Synästhesie, ja. Gar keine. Also es wurde gerade gefragt, dass ich ja ab und zu auch Musik mache mit Stefan Schneider. Das ist ein ganz toller Synthesizer, elektronischer Musiker, den ich kenne, seitdem ich studiert habe. Der hatte bei Becher studiert und wir haben uns dann in der Akademie kennengelernt und Stefan machte dann aber sehr bald auch eine Karriere als Musiker. Und wir haben angefangen, in den Installationen zu spielen. Und der Witz meine Aufgabe in dem Spiel oder in dem Kontinuum, auch mit anderen Musikern, mit denen wir mittlerweile arbeiten, ist es so, dass ich eigentlich so was ganz Disruptives habe. Also es ist so eine Art Konversation, die wir da haben, wo ich in die Struktur, in die ich eingebettet werde mit meinem Spiel, eingreife ständig durch vielleicht sowas wie Deplatzierung meines Sounds oder wir üben das auch nicht. Das ist nicht geprobt, das ist auch nicht verschriftlicht, sondern das ist eine Form von gegenseitiger Konversation oder Beobachtung im Spiel, nicht? Sehr, sehr direkt, sehr in dem Moment kommt das zustande und für mich ist auch dieses direkte im Moment zustande kommen eine große interessante Überlegung zum Adaptieren des Denkens. Und deshalb ist auch diese Frage, die die Dame eben hier vorne hatte, ob das intuitiv sei, vielleicht nicht so leicht zu beantworten, weil das immer so aussieht, als ob man aus heiterem Himmel fällt und irgendwas macht. Denn das stimmt ja auch nicht. Die Gedanken, die ich habe und die Wahl, die ich getroffen habe für die Medien und die Mittel und die Elemente, die hat vorher stattgefunden. Die ist ja nicht unbegründet.
die interessiert sich auch für bestimmte Überlegungen, die interessiert sich, meine Wahl interessiert sich für, und ich interessiere mich für organische Organisationen, für unsere Fähigkeit, gemeinsam Dinge zu tun, obwohl wir aus paradox verschiedenen Ecken kommen. Ja. Mich interessiert unsere Fähigkeit zur Koexistenz, trotz großer Meinungsdifferenz. Ich habe auch in Bonn die Ausstellung gesehen, da werden ja Ihre Atelierbilder gezeigt. Also Bilder, die sozusagen einen festen Rahmen haben, eingegrenzt sind. Wie ist der Unterschied in Ihrer Arbeit, wenn Sie sozusagen auf begrenzten Raum arbeiten und sonst sozusagen ins Freie arbeiten können, im freien Raum? Ja, also die Grenzen sind eben in beiden Situationen sehr verschiedener Qualität. Die sind ja in dem offenen Geflecht auch da. Aber sie spielen eine andere Rolle. Sie sind anders, sie unterliegen einer anderen einer anderen Umwertung. Also die Umwertung des mir zur Verfügung gestellten Raumes durch meine Arbeit ist von ganz anderer Qualität als im Atelier. Denn im Atelier beschäftige ich mich ja auch mit dem Feld. Ja, nur ist es kleiner und es ist eben, es ist ja auch eine definierte Konventionalität, mit der ich da arbeite, und es hat eine viel, viel kleinere Fokussierung, und die Größe der Malerei, die auf dieses kleine Bild trifft, hat eine viel größere, wie soll ich sagen, Skalierung. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf einer Leinwand von innen heraus dann irgendwann mutig mal die Grenze überschreite, sondern ich habe das Gefühl, ich arbeite eigentlich in einem großen Raum, und dann gibt es eben viele, viele Bilder, an denen ich dann gleichzeitig sowie auf so kleine Dinge zugehe. Also in meinem Atelier zum Beispiel, jetzt gerade in den letzten Jahren vor allen Dingen, ist das wichtig, sich vorzustellen, dass die Wände auch total übermalt sind, ja, wo dann die Bilder so hängen, auf denen ich arbeite. Ich arbeite an ganz vielen gleichzeitig und nehme dann mal so eins raus. Nicht? Also diese Bilder, die Sie da in Bonn gesehen haben, auch gerade die letzten, kommen fast aus der Wandmalerei, könnte man sagen. Nee, das ist überhaupt nicht beengend. Ich sehe das gar nicht als ein kleines Feld. Das ist dann nachher so ausgestellt und ist auch ein anderes Werk, natürlich, richtig, wie Sie sagen. Es ist auch eine andere Bildform. Aber die Art und Weise, wie ich dem begegne im Atelier, hat einen ganz anderen Ursprung. Und das will ich natürlich auch, dass man das, oder ich hoffe, dass man das auch sehen kann in den Arbeiten der letzten Jahre. Ja, vielen Dank, Katharina, für die faszinierende Einblicke in dein Werk. Ich habe eine Frage, baut ein wenig auf der vorherigen auf. Wie gehst du damit um, wenn weniger des Raumes, aber wie gehst du damit um, dass ein Werk, was auf einer Leinwand ist, in einem ganz anderen Kontext dann zu sehen sein wird? Also viele deiner Arbeiten, du hast das toll beschrieben, eben auch im Hamburger Bahnhof, dass Menschen dort vorbei in die Tiefgarage fahren, dass man dort rumgeht, dass man die Vögel hört und die arbeiten, dass das alles irgendwie Teil dessen wird. Das ist aber etwas, was du siehst und du reagierst darauf, während ein Bild, was eben räumlich verändert werden kann, das dann nicht mehr tun kann, wenn es dann in einem Museum hängt. Und der zweite Teil der Frage bezieht sich auf den zeitlichen Ablauf. Viele deiner Werke sind vergänglich, kannst du dann gar nicht mehr sehen. Wir haben eine Dokumentation, die verschwinden, und andere bleiben. Was bedeutet das für dich und hat das einen Einfluss darauf, wie du arbeitest? Ja, also dass es eine Arbeit gibt, die nur einen ganz bestimmten Lebensspanne hat, dass die groß ist, überbordend, fast ein bisschen verrückt, ja, also nicht nur in der Art, wie sie vielleicht in dem Überschwang gedacht ist, sondern auch absurd versetzt zum Raum sich verhält und dann plötzlich wieder weggeht. Das finde ich unheimlich ereignisreich. Also ich finde, dass das die Fähigkeit der Malerei in der Präsenz, auch in der körperlichen, dem Leben entsprechenden Präsenz zu sein, unheimlich verstärkt. Und das hat mich auch sehr, sehr beschäftigt. Also mich hat beschäftigt, warum male ich in einer Zeit, wo so viele andere interessante, bildgebende Mittel da sind. Was rechtfertigt mein Tun dann noch, nicht? Wäre es nicht vielleicht viel, viel sinnvoller, in die Programmierung zu gehen oder mit anderen Ebenen zu arbeiten? Und ich finde eben diese körperliche Direktheit des gemalten Bildes
sowohl in der Art, wie man dem begegnet, als auch in der Art, wie man es macht. Dass es dann auch rückführbar ist auf diese eine Person, auf dieses Individuum und dann auch irgendwie wieder erlischt. Also wie so eine Art zurückgebliebene Krümel vom Denken. Ja? Das wird dann aufgekehrt und ist dann auch, das finde ich unheimlich interessantes Format. Also weil es eben auch so viel hat von dem, dass wir auch altern oder dass wir auch vielleicht mal nicht sichtbar sind oder dass es viele Dinge gibt, die wir gar nicht sehen können, die aber wirken. Das finde ich daran interessant und dieses Gemeinsame, also dieses Ökologische zwischen dem bestehenden Ort und der hineingeschobenen Malerei, diese sich gegenseitige Bedingung, sich gegenseitig auch fast stützende, ein bisschen sich gegenseitig auch störende, ist ein sehr, sehr interessantes Element dieser vergehenden Arbeiten, weil es eben auch meine Frage beantwortet, die ich mir immer wieder stelle, wie könnte ein gemaltes Bild in unserer Zeit heute öffentlich sein? Was könnte es für eine Wirkung für uns entwickeln, was eben homogene Oberflächen oder Projektionen nicht können? Und das Zweite ist natürlich, dass ich finde das auch interessant, dass du was hast, was es nicht mehr gibt, aber trotzdem zum Drüberreden verführt. Also lebt die Arbeit im Drüberreden weiter. Oder ich habe ja auch viele Arbeiten gesehen, zum Beispiel von Robert Smithson, dieses Haus, was in Erde zugekippt ist. Da kannte ich nur so ein kleines Schwarz-Weiß-Foto, aber es hat unglaubliche Sehnsucht bei mir geweckt. Ja, darüber mehr zu wissen, es zu verstehen, was könnte das sein, möchte ich auch sowas machen. Also die in der Abbildung verhandelbare, das Rückbild, das Nachbild hat ein hohes poetisches Potenzial, finde ich. Und das Zweite ist natürlich die Fähigkeit eines Bildes, das nicht so richtig ganz fertig ist. Also wenn du jetzt, du hast da glaube ich eben gedeutet auf die Bilder, wie Sie auch, nicht im Atelier, die ich da male, die müssen eine Struktur haben, die eine gewisse Unfertigkeit hat. Und das Wort unfertig ist nicht so gut gewählt. Also es muss eine sehr hohe Fähigkeit haben, das Bild aus dem Atelier Anschluss zu erhalten an andere Dinge um es herum. Also wir sind ja auch sowieso schon ganz lange in der Phase des nicht in sich strukturierten, komponierten Bildes. Ja? Also wir denken ja gar nicht mehr an ein in sich geschlossenes System, was logisch wäre. Also gewisse Formen der Alogik und der Ergebnisoffenheit, die auch nicht nur dadurch kommt, dass ich große Dinge mache, die dann verschwinden, wo ja auch die Frage des Ergebnisses in Frage gestellt wird. Denn es gibt kein kunsthistorisches Ergebnis, was ich dann verhandeln könnte mit Kunst, die danach kommt. Ja, also ich entziehe mich sozusagen dadurch auch der historischen Diskussion, falls wir die auch noch so führen wollen, wie wir es bisher immer gemacht haben. Und das Zweite ist, dass das gemalte Bild im Atelier genau versucht, das Gegenteil zu tun. Also die kleinstmögliche Überbleibsel in die Leinwand hineinzufrachten, um dann vielleicht doch noch diskussionsfähig zu sein. Ja, ich habe eine Frage zu dieser Wunderblock Foundation. Gibt es die noch? Und diese Räumlichkeiten in Brandenburg arbeiten Sie da schon oder sind die noch im Bau? Und ja, wie da der Stand ist einfach. Ja, von allem etwas, was Sie da sagen. Also es stimmt, ich habe ein großes Atelier gesucht hier in der Stadt und fand nicht so richtig die richtige Lösung. Und dann haben wir ja durch Zufall eine LPG gefunden, westlich von Potsdam, und haben die jetzt mit ganz einfachen Mitteln Teile des Bestands umgebaut. Also ich habe da ein Sommeratelier und wir bauen da jetzt auch gerade ein Winteratelier. Und ich möchte aber gerne, dass das in die Zukunft gesprochen ein Ort wird, und den vorbereiten als einen Ort für die Zukunft, für Generationen nach mir, die dann da vielleicht künstlerisch oder ja, vielleicht Malerei im abenteuerlichsten Sinne weiterentwickeln können. Und das ist aber ganz ein Projekt, was sich entwickelt. Wir versuchen auch die Planung dieser ganzen Umstrukturierung so zu machen, dass sie dynamisch ist, dass sie sich auch verändern kann in der Planung, dass wir uns nicht festlegen, auf das und das Ergebnis brauchen wir jetzt. Und im Moment arbeite ich da. Was ich da aber gerne noch erwähnen würde, ist, dass das auch ein Punkt, der, glaube ich, nicht so unwesentlich ist, dass du dich ja auch für die Förderung von weiblichen Künstlerinnen engagierst.
etwas, von dem ich gar nicht weiß, ob du das erlebt hast, selbst als Künstlerin. Ich selber kann auch nicht sagen, dass ich diese starke Förderung damals erlebt habe. Also ich finde, das ist schon sehr bedeutsam, das heutzutage zu machen, dass man sagt, als Künstlerin, gerade das ist bedeutsam für mich, dass ich diese Förderung an Künstlerinnen weitergebe. Willst du da vielleicht noch ein paar Sätze zu sagen? Ja, also ich hatte selber so Förderung nach der Akademiezeit durch Nachlässe von anderen KünstlerInnen. Also das war also die Fred-Thieler-Stiftung oder es gab ja den Schmidt-Rottluff-Preis in Deutschland, der dann total toll 2 Jahre lang die Leute fördert. Oder Lee Krasner Pollock Stiftung. Solche Nachlässe sind unglaublich bedeutsam und viele, viele KünstlerInnen machen das auch. Und ich wollte auch unbedingt mich damit beschäftigen. Was könnte ich machen, um was zu teilen? Wie könnte man vielleicht auch in der Generation wieder übergreifender denken? Zum Beispiel, ja, also es gibt ja auch die Frage, wer nimmt sich meines Werks an, falls ich nicht mehr lebe. Das macht die Stiftung auch. Also ich wollte das in irgendeiner Form mitbestimmen, glaube ich. Das ist der erste Grund gewesen für diese Überlegung. Und ich habe auch kein so enges Verhältnis zum Besitz. In dem Sinne, dass ich eben sage, also ich finde das interessant, kurzum, miteinander Dinge zu machen und es gibt unheimlich viel in die Richtung auch. Also kleine NGOs, die Sachen organisieren, mit denen man sich wieder vernetzen kann. Und ich glaube, dass diese Wunderblock-Stiftung was Tolles sein könnte in die Zukunft. Es ist nicht weit, es ist vom Bahnhof Zoo eine Dreiviertelstunde, ganz nah an Potsdam auch dran und das könnte eine schöne Plattform werden in die Zukunft. Danke, hallo. Was mich noch interessieren würde, sind die Entscheidungen und Prozesse hinter den skulpturalen Elementen, die besprüht und bemalt werden. Es gibt ja zum einen die Objekte wie ein Bett, Bücher, die Narrative haben, aber dann gibt es auch die Formen, die abstrakt sind, so wie hier zum Beispiel im Hamburger Bahnhof. Zum einen, wie die entstehen und welche Rolle sie spielen und das Verhältnis zwischen den Objekten, die Narrative haben und die abstrakte Form haben. Oder ist es letztendlich quasi auf der gleichen Ebene wie zum Beispiel Dinge, die im Außenraum besprüht werden. Aber jetzt frage ich vor allem in Bezug auf Objekte im Ausstellungsraum, also innen. Ja, das ist eine gute Frage. Habe ich mir so noch nicht gestellt. Also ganz praktisch gesprochen benutze ich diese, also ich habe tatsächlich ich glaube, du hast es abstrakte Form genannt, ne? Eingeführt, um eben eine andere Größenordnung einzubringen in die Arbeit. Weil, also das schwierigste Moment für mich ist im Raum eigentlich die Fläche vom Boden zur Wand hin durch die Malerei zu überbrücken, ohne dass die Malerei immer so reingesaugt wird in diesen rechten Winkel. Also das größte Problem ist dieser euklidische Raum mit den 3 Dimensionen. Und wenn diese Vieldimensionalität sich hier im Raum zeigen muss, brauche ich ein anderes Oberflächenmaterial. Am Anfang ging das, also in den kleineren Bereichen, in den kleineren Räumen ging das mit Mobiliar, mit Büchern oder ich habe die Bücher dann auch riesig, Bücherregale, ja, kann man ja auch dann vergrößern, aber es war dann immer noch, das sind immer noch rechtwinklig gebaute, letztlich Bausatzteile und um in so eine Dimension zu kommen, die nicht mehr zählbar wird, habe ich angefangen Erde zu benutzen. Also um den Raum auch modellieren zu können, um diese rechten Winkel rauszukriegen und auch das organische Material zu benutzen, wie so eine Art, nochmal eine andere, es gab natürlich eine andere geschichtliche, nicht, also das Innen, Außen, auch Erde als so Grundelement, so der Baum, die Erde, das Haus, das Bett, nicht so Grundfiguren, ne, der eigenen Erzählung für Herkunft oder Haus oder zu Hause oder sowas. Und dann gab es die Schwierigkeit, dass die Erde das nicht kann, die wird zu schwer. Also ich hatte da zu kämpfen mit einem Volumenproblem eigentlich und bin dann durch das Schneiden von dem Styropor zu der Möglichkeit gekommen, das Volumen sowohl durch so eine Bewegung herzustellen, weil es heißer Draht ist, es ist wie als ob man durch Butter geht mit der Hand, ne? Geht er dann durch diese, und so konnte ich
sowohl eine Bewegung in der Luft als auch eben ein Volumen durch die Bewegung in der Luft machen mit dieser Technik. Und erst habe ich das als Unterbau benutzt für die Erde und dann eben als eigenes Material. Also ich habe tatsächlich dieses abstraktere Material früher verkleidet. Und da bin ich dann weggekommen davon und habe es dann als eigene, in seiner Eigengültigkeit akzeptiert, weil es auch diese stärkere Fähigkeit hatte, diesen euklidischen Raum zu konterkarieren, weil es eine mathematisch hochkomplexe Form wird. Also das Schneiden von den Styroporformen hat mir erlaubt, einen multidimensionalen Gegenstand herzustellen, der nicht mehr richtig abbildbar ist. Also weder durch Scannen noch durch die Fotografie oder durch das mathematische Berechnen. Und das hat mich daran interessiert. Ja, ich habe in der Fondation Louis Vuitton in Paris Ihre Installation gesehen und da hatte ich sofort die Assoziation, warum gibt es noch kein BMW oder Porsche, der von Katharina Große gestaltet worden ist? Brauchen Sie noch eine Einladung dafür? Nee, brauche ich nicht. Es gibt aber sehr viel Merchandise, muss ich sagen. Also es gibt Klebebänder. Genau. Ja. Tolles Gespräch, vielen Dank. Wir haben Ihre, glaube ich, große Installation zum ersten Mal in Sydney gesehen, beim Carriage Works, ich glaube vor 9 oder 10 Jahren. War sehr eindrucksvoll. Meine Frage ist, die großen Installationen sind ja alle temporär. Also die sind vergänglich. Gibt es irgendwelche Überlegungen, auch welche für die Zukunft zu erhalten, damit auch spätere Generationen halt so diese tollen, riesigen Installationen erleben können? Ja, also das ist tatsächlich auch eine Überlegung von mir gewesen, dass ich mich gefragt habe, könnte man nicht eine Zwischenform haben? Also das Tolle an der Leinwand ist ja, das ist wie ein Zelt, das spannt man auf und klappt es wieder zusammen und kann es woanders zeigen. Und die Carriage Works Arbeit habe ich aufgehoben und habe sie jetzt wieder benutzt in Metz. Ah, toll. Mhm. Und habe sie dann adaptiert an das Gebäude von Shigeru Ban, weil das hat ja verschiedene Deckenhöhen und da haben wir mit demselben, also wir haben so ein Masterplan-Tuch gehabt in einem bestimmten Maßstab und das haben wir dann einfach in dem Gebäude neu organisiert und ich habe es da auch nochmal übermalt. Also es ist auch eine ganz andere Arbeit geworden und ich finde eben genau diese Frage des Recycelns wirklich interessant, also könnten Arbeiten wieder benutzt werden und ist das nicht auch toll, dass eine Arbeit, die dort in Australien war, jetzt plötzlich an den Ort mitnimmt, die Malerei, und dann an dem Ort nochmal zeigt, aber dann überschrieben wird. Also dass der gewanderte Ort überschrieben wird durch einen neuen Auftritt, eine neue Präsenz an einer anderen Stelle. Und wir werden das auch im nächsten Jahr machen mit einer großen Arbeit, die habe ich in Prag gezeigt, das Wunderbild hieß das. Das sind 2 große Stoffarbeiten, die sehr, sehr, also ich weiß nicht, 20 mal 50 Meter sind die je, und die werden wir in den Deichtorhallen zeigen im nächsten Sommer. Ja, ich glaube, wir kommen zum Ende. Ich würde sagen, ein großer, großer Applaus an Katharina Grosse. Vielen Dank. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass man diese Einblicke bekommt und ich finde, es ist einfach noch eine komplett andere Perspektive. Vielen Dank dafür. Ja, danke, dass ihr gekommen seid und ich muss auch sagen, ich finde diese Reihe ganz toll. Nicht nur, weil ich heute hier sitze, aber und ich finde das eine super Möglichkeit, wirklich viel, viel mehr zu hören. Ich war bei Mark Bradford, das war ein ganz tolles Gespräch und da habe ich unheimlich viel gehört, was ich vorher nicht wusste. Genau, wir machen so weiter mit Tino Segal, Thomas Demand. Kommen Sie einfach an den ersten Samstagen einfach vorbei. Ich finde es eigentlich auch ganz schön ohne Anmeldung. Der Dank ist noch nicht vorbei, weil so eine Veranstaltung macht sich nicht von alleine. Ein großer, großer Dank geht an Angelika Jaros, die hier alles mitorganisiert, Projektleitung macht, an das Team von GIG und die Dolmetscher, an Anna Sorauer und ja, vielen Dank euch allen und dem Publikum. Bis zum nächsten Mal.